Was wäre, wenn sich ein Klappenbeschlag nahezu unsichtbar in ein Möbel integrieren würde? Die Fragen und noch weitere, die klären wir in dem Video. Würde ich sagen, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus der Class Academy. Ich bin der Dominik und ich stelle euch heute in diesem Video den neuen Kinevaro T-Slim Klappenbeschlag vor. Wir sind extrem stolz, dass er dieses Jahr 2020 den Red Dot Design Award verliehen bekam. Ja, er ist nicht nur designorientiert, sondern auch unglaublich leistungsstark und er integriert sich nahezu unsichtbar in ein Möbel. Ich habe hier hinten schon mal ein Modell aufgebaut, wo ihr mal erahnen könnt, wie genial das Ganze ab 16 mm dünne Seitenwandstärke in ein Möbel integriert werden kann. Wir brauchen dazu gerade mal 12 mm Einfrästiefe, dass es hier nahezu unsichtbar integriert werden kann. Wie man die ganzen Einstellmöglichkeiten vornimmt, Seite, Höhe, Tiefe und sogar die integrierten Öffnungswinkelbegrenzer und den Dämpfer ein- und ausschaltet, das erfahrt ihr in dem Video. Es bleibt spannend, also bleibt dran. Alles, was ihr hier seht, ist in dieser Setverpackung enthalten. Wir haben einmal die Montageanleitung, die bebildert ist. Da gehen alle Einstellmöglichkeiten, Fräsmaße, technische Maße hervor. Wir haben die Beschlagseinheit rechts und links jeweils separat. Die seitlichen Abdeckkappen, die kleineren, die hier im vorderen Bereich eingesetzt werden. Die richtige Anzahl und Größe an Schrauben, die Frontverbindung und die Abdeckkappen dazu für die Frontverbindung. Alles, was ihr seht, ist hier in dieser Setverpackung enthalten, also braucht ihr nichts weiteres. Um das jetzt besser zu veranschaulichen, wie man jetzt die einzelnen Beschlagseinheiten in die Seitewand einbaut, so wie bei unserem Modell, hier ist ja komplett alles schon fix und fertig montiert. Schauen wir uns das Ganze mal hier in einem halben Modell an, da kann ich einfach besser auf das eine oder andere Detail eingehen. Legen wir los. Jetzt haben wir hier alle Sachen vorbereitet, was wir für einen Einbau in eine Seite benötigen. Schauen wir uns mal die Beschlagseinheit als erstes an. Zum einen ist hier ein Sicherheitshinweis, weil natürlich je nach Typ und je nach Federkraft hier unglaublich viel Kraft auf dem Hebel ist. Das heißt, hier bitte einfach vorsichtig damit umgehen, weil hier doch richtig viel Power drin ist. Hier im oberen Bereich haben wir den integrierten Öffnungswinkelbegrenzer. Wir haben hier die Möglichkeit, den Dämpfer eben an- oder auszuschalten. Der ist automatisch im Auslieferungszustand schon immer auf aktiv gesetzt. Und wir haben hier unten eine Skala für die Federkraft einstellen. Das ist eine Skala. Wenn man die Schraube hier vorne eben bewegt, kann man je nach Klappengewicht das Ganze eben einstellen. Schauen wir uns mal hinten an. Hier ist noch der Buchstabe R für rechts, auf der anderen Seite L für links. Und hier sieht man im 90-Grad-Winkel ja, diesen Falz. Wenn man den Beschlag jetzt hier in diese Seite dementsprechend einlegt, dann steift auch die Kassette die Stabilität der Seitenwand völlig aus. Also da gibt es keine Beeinträchtigung oder Schwächung der Seite. Das würde ich sagen, machen wir direkt. Das heißt, ich brauche als allererstes meine kleine Abdeckkappe. Die braucht man als allererstes. Die fädelt man hier ein und klippt die dann dementsprechend hier auf. Die muss als allererstes immer montiert werden, bevor man die Kassette in die Seite dementsprechend einschiebt. So, jetzt ist sie montiert und jetzt kann ich die Kassette direkt einlegen. So, das war jetzt Schritt 1. Jetzt brauchen wir die Schrauben dazu. Die ganze Seite bzw. der Beschlag wird gerade mal mit 4 Schrauben befestigt. Und hier haben wir schon eine kleine Markierung. Jeweils 2 Stück unten, hier eine und hier oben noch eine, wo die Positionen der Schrauben sind. So, das war schon das Ganze. Gerade mal mit 4 Schrauben ist der ganze Beschlag montiert. Und jetzt können wir direkt an die Frontverbindung weitergehen. Montieren wir die Frontanbindung an der Klappe. Wie man hier sieht, haben wir 2 Unterschiede. Einmal mit dem roten Sicherungsclip und einmal ohne.
das ist der rechte und das ist der linke. Ja, und das hat folgenden Hintergrund. Wir haben bei der Seitenverstellung nur auf der linken Seite das vorzunehmen. Wir haben in der Mitte eine Seitenverstellschraube, die hier auf der rechten Seite nicht vorhanden ist. Aus welchem Grund? Weil das hier schwimmend gelagert ist. Das heißt, automatisch, wenn ich links verstelle, geht rechts mit. Okay? Dann haben wir hier im oberen Bereich auf beiden Seiten 2 Pfeile. Jeweils zeigt einer nach oben und jeweils einer in die Mitte. Da steht auch Up und Center, ja, der Pfeil. Und das ist einfach wichtig, wenn wir unsere Front hier so vor uns liegen haben, haben wir die Ausfräsungen einmal links, einmal rechts und wir denken uns in der Mitte eben die Mittellinie. Und da ist es wichtig, dass man nicht durcheinander kommt, was jetzt links und was rechts ist, dass die beiden horizontalen Pfeile, da wo Center steht, auch zueinander zeigen. Okay? Das heißt, ich kann den einen jetzt hier einsetzen. Runterdrücken und den anderen auf der linken Seite. So, und jetzt können wir die ganzen auch schon festschrauben. Wichtig als Überprüfung, beide Pfeile stehen nach oben oder zeigen nach oben und die horizontalen zeigen eben in die Mitte. Und das ist einfach wichtig, dass man da nicht durcheinander kommt. Gut, dann schrauben wir das Ganze fest. Jetzt sind sie befestigt und jetzt können wir die Klappe auch einhängen. Dann montieren wir jetzt mal die Front. Wir haben ja, um diese Haken hier richtig in den Hebelarm einzusetzen, gibt es hier seitlich jeweils so eine Einhängemarkierung. Das erleichtert uns einfach, die richtige Stelle zu finden, wo man die Front einhängt. Und wenn das dann dementsprechend beidseitig ist, kann man die gerade runterdrücken und dann klickt es ein. Das heißt, es ist sehr, sehr komfortabel, die Front einzuhängen. So, das schließt, das passt soweit. Wenn man jetzt mal schaut, dann senkt sich das Ganze. Aus welchem Grund? Weil der Kraftspeicher noch nicht eingestellt ist, beziehungsweise die Federkraft. Bevor wir das machen, entfernen wir uns erst einmal unsere Einhängehilfe und gehen jetzt, würde ich sagen, direkt an die Federkraft. Und wie ihr seht, ist ja das Ganze hier noch nicht eingestellt. Ja? Und im vorderen Bereich ist jetzt die Schraube. Ich mache das natürlich auf beiden Seiten. Gucke jetzt hier in dem Verstellbereich, wo sich die Feder da hinbewegt. Man merkt jetzt schon, dass die Federkraft deutlich erhöht wurde. Und dann stelle ich die rechte Seite auch ein. Und ich bin da immer sehr gern parallel. Wenn es hier im dritten Feld ist, dann sollte es hier auch im dritten Feld sein. Und dann haben wir die Klappe auch eingestellt, so dass sie in jeder Stellung stehen bleibt bis zum gewissen Punkt und dann schließt sie soft. Ja. Wenn man jetzt die Klappe etwas schneller oder langsamer schließen lassen will, dann schaltet man den Dämpfer ein oder aus. In der Softclose-Variante gibt es sogar noch die Option, den Dämpfer zu deaktivieren. Alles, was man dazu braucht, ist ein Schraubendreher und dann kann ich hier hinten die Schraube, den Dämpfer deaktivieren, indem ich die Schraube links und rechts jeweils umdrehe. Jetzt sind beide Dämpfer deaktiviert, gibt also keine Dämpffunktion und somit schließt die Klappe mit einem Knall, weil ja logischerweise kein Dämpfer mehr aktiv ist. Ich kann natürlich jetzt wieder eine Seite anschalten. Dann schließt die Klappe wieder soft und schnell. Wenn ich beide Seiten anschalte, habe ich wieder meine normale softe Schließung, etwas langsamer. Also es ist sehr einfach, mit dem Handumdrehen, mit dem Schraubendreher den Dämpfer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
So einfach wie es ist, den Dämpfer zu aktivieren und zu deaktivieren, so einfach ist es auch, den integrierten Öffnungswinkelbegrenzer zu aktivieren. Von 107 Grad Öffnungswinkel kann man das Ganze auf 75 Grad begrenzen und dazu nimmt man den Schraubendreher, setzt den hier in die erste Schraube ein, neigt dann etwas die Klappe nach unten und dreht auf beiden Seiten die Schraube nach hinten. So ist die Klappe auf 75 Grad begrenzt. Das Gute daran ist, dass eben jetzt die Klappe, selbst wenn hier ein Griff montiert wäre, nicht mal an der Decke anstößt. Oder man kommt einfach besser an die Klappe heran, um die Klappe dann wieder zu schließen. Wenn man das Ganze wieder rückgängig machen will, dann setzt man den Schraubendreher wieder an und dreht dann auf beiden Seiten die Schraube nach vorne. Und somit habe ich dann wieder meinen 107 Grad Öffnungswinkelbegrenzer. Jetzt schließt man die Klappe. Und wie man die demontiert, das zeige ich euch jetzt. Um die Klappe auszuhängen, braucht ihr einen kleinen dünnen Schraubendreher. Dazu setzt man diesen hier im vorderen Bereich am Hebelarm an, zieht den kleinen Hebel zu sich heran. Auf der anderen Seite macht man das Gleiche und kann dann ganz entspannt die Klappe nach oben aushängen. Und sollte das mal passieren, dass die Hebelarme im Korpus sind, dann habe ich die Lösung mit der integrierten Notentriegelung. Um jetzt den Hebelarm wieder aus dem Beschlag zu bekommen, setzt man den Schraubendreher im Langloch hinten an und drückt mit dem Schraubendreher den Hebel nach außen. Dann kommt ein Stück raus und kann den dann ganz einfach öffnen. Das kann ich auf beiden Seiten dann machen. Und jetzt sind wir wieder bereit, um die Klappe wieder einzuhängen. Jetzt verstellen wir die Front dreidimensional in der Höhe, in der Tiefe und dann in der Seite. Schraubendreher nehmen. Die erste Schraube von hier ist dann die Höhenverstellung. Mal beidseitig die Höhe einstellen. Kann man das Ganze überprüfen. Rechts kürzt noch ein bisschen weiter runter. Höhe haben wir eingestellt. Dann brauchen wir jetzt noch die Tiefe. Tiefe stellen wir auch ein. Über die hinterste Schraube. Das passt. Und jetzt gehört noch die Seite eingestellt, ja, dass die Auflage links und rechts auch gleich ist. Jetzt gibt es hier eine Besonderheit, weil die seitliche Verstellung ist immer nur auf der linken Seite vorzunehmen. Rechts hat man keine Schraube, das ist hier schwimmend gelagert. Ja. Das heißt, ich brauche hier nur in der Mitte die Schraube nach links oder nach rechts, je nachdem, wie ich es ausrichten möchte. Und dann haben wir das Ganze dreidimensional eingestellt. Da kann man sehen, wie die Klappe eben hält in jeder Stellung, ob der Softclose funktioniert. Schließt langsam, das passt auch. Einmal links, einmal rechts. Das Ganze wird erst hier oben eingehangen in diese zwei Felder und unten dann aufgeklipst. Einmal links. Und dann noch die Abdeckkappen für die Frontanbindung. Und somit ist der Klappenbeschlag Kinvaro T-Slim komplett verbaut. Jetzt habt ihr gesehen, was alles mit dem Kinvaro T-Slim möglich ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, folgt uns auf Instagram und ich wünsche euch jetzt in der Zwischenzeit viel Spaß beim Umsetzen eurer tollen Projekte. Wir sehen uns im nächsten Video und wenn ihr Fragen zu dem Produkt habt oder zu anderen, schreibt es unten in die Kommentare. Guckt in den Infobox vorbei, weil da sind noch weitere spannende Informationen. Bis dann, ciao.